bin Laura im Pyjama und ich zeige euch heute, was ich mache, bevor ich ins Bett gehe. Bevor ich anfange, wasche ich mir meine Hände immer erst gründlich, das habe ich gerade schon gemacht. Und dann desinfiziere ich die mal noch ganz gerne. Das ist jetzt so ein Hygienespray von Dr. Bronner, Lavendel. Einfach nur, um frei von Bakterien zu sein, bevor ich mir ins Gesicht fasse. Zuallererst schminke ich mich ab, natürlich. Und dafür benutze ich total gern den Oil Cleanser von Kahina. Ist auch fast leer, brauche unbedingt einen neuen. Der ist total super, riecht ultra gut und reinigt total gründlich. Ich mache den immer auf so einem Wattepad. Und damit über meine Augen. Und dann wasche ich mein Gesicht ab. Das ist ganz cool, weil der Ölcleanser, der verwandelt sich zu so einer Milch. Und der lässt sich super gut ablösen. Als nächstes benutze ich total gerne von Argentum die Seife. Habe ich auch schon ganz schön oft benutzt. Einfach nur um die Reste vom Ölcleanser noch abzubekommen. Die mache ich dafür nass und reibe sie in meinen Händen und gehe damit einfach nochmal übers Gesicht. Ja, ich benutze nicht so viele Produkte, einfach nur, weil meine Haut sehr stark auf verschiedene Peelings und sowas reagiert, vor allem wenn ich gerade wieder eine schlechtere Phase habe, was gerade der Fall ist. Also es hilft total, sich aufs Minimum zu reduzieren und erstmal zu gucken, wie die Haut damit klarkommt. Weil wenn man sofort ganz viele Produkte benutzt, kann man nie genau sagen, welches davon jetzt gut für die Haut ist und welches gar nicht funktioniert und welches eher irgendwie Unreinheiten auslöst. Ich benutze auch keine Peelings, also keine physischen Peelings, das heißt mit so richtigen Peeling-Partikeln drin, sondern wenn ich meine Haut peelen möchte, beziehungsweise wenn ich merke, dass es wieder an der Zeit ist, dann benutze ich meistens nur so einen Cognac-Schwamm. Und zwar ist es ganz einfach, den kann man mit Wasser, benutze es gerne unter der Dusche, den kannst du mit Wasser einfach so ganz weich machen und dann merkt man schon, dass der ganz weich wird. Und den kann man dann zum Beispiel auch mit der Seife aufschäumen und dann damit übers Gesicht gehen. Das ist ein bisschen ein sanfteres Peeling als ein physisches Peeling einfach. Und den kannst du auch für den ganzen Körper benutzen, mache ich auch. Ich habe den eigentlich immer mit in der Dusche. Ich habe ein kleines Problem mit hormoneller Akne. Und zwar habe ich das immer so, wenn es in Richtung Periode geht. Jetzt auch gerade wieder. Und was mir dabei furchtbar geholfen hat, ist 100%iges Squalaneöl. Und das mische ich ganz gerne. Und zwar mit dem Organic Soothing Gel von Dr. Alkaides. Und zwar ist es desinfizierend, also es ist super gut für Unreinheiten in der eigenen Haut, für Aknehaut. Davon nehme ich immer so 3 Pump und mische es mit Squalane. Verteile das in meiner Hand. Nehme ich da einfach in das Gesicht. Massiere das so ein bisschen ein.